Nachrichten aus Lützerath für alle da draußen. Lützi News! Hallo, das OVG Münster hat gesagt, dass diese Woche das Gerichtsurteil zu Eckarts Hof kommen kann. Deswegen bereiten wir uns hier intensiv darauf vor, dass auch bald der Räumungsversuch kommen kann. Und am Wochenende gab es dazu auch wieder ein Skillshare-Wochenende, worüber wir euch jetzt einen Überblick geben werden, was da so stattgefunden hat. Und kommt gerne jederzeit vorbei und spätestens, wenn das Urteil da ist. Einen wundervollen guten Tag euch allen. Ich bin Himmeline und wir hatten im Rahmen des Skillshare-Wochenendes einen Traversen-Workshop, wo Menschen so ein bisschen gezeigt wurde, wie Mensch sich sicher auf Traversen bewegen kann. Es gab weiterhin einen mega guten Workshop zum Thema System Change, in der so ein Stück weit gemeinsam geschaut wurde, in welcher Gesellschaft leben wir gerade eigentlich und wo möchten wir hin und wie können wir diesen System Change gemeinsam wuppen. Es gab ein Antirassismus-Rollenspiel, bei dem es darum ging, dass sich insbesondere weiße Menschen Gedanken darüber gemacht haben, welche Handlungsmöglichkeiten es bei rassistischen Vorfällen insbesondere für weiße Menschen gibt. Es gab einen Workshop zum Thema professionelles Messaging und IT-Sicherheit. Es gab einen Workshop zum Thema Resilienz in Körper- und Nervensystem, in dem wir uns gemeinsam Handlungsmöglichkeiten erschließen durften, wie wir auch in stressigen Situationen die Ruhe bewahren und gute Entscheidungen treffen. Außerdem gab es eine Schreibwerkstatt, insbesondere für Ella, jene Aktivistin aus dem Dannenröder Wald, die in einen politischen Prozess verurteilt wurde und nun seit über einem Jahr im Gefängnis sitzen muss, weil der Staat ein Exempel statuieren möchte. 3, 2, 1, los! Ja, perfekt! Dieses Wochenende wird auf der Matschwiese der Infratower aufgestellt, ein 15 Meter hoher Turm. Ja. Also heute hatten wir ein bisschen Thementag zum Thema Behinderung und Ableismus. Und heute Morgen hatten wir einen coolen Workshop von Eichhörnchen, die uns sehr viel erzählt hat über Ableismus in der Gesellschaft und aber auch in der Klimabewegung. Also was sind die Barrieren und wie könnten wir das besser machen? Da hatten wir auch ziemlich coole Diskussionen. Und jetzt gerade hatten wir einen Workshop über Neurodiversität. Ja, es war cool, sich darüber auszutauschen, also was auch für, wie es für neurodivergente Menschen hier ist und wie es auch für neurodivergente Menschen zugänglicher sein könnte. Also für Menschen, die von der Norm abweichen. Muss man auch machen, ne? Heute im Bauplenum haben wir unseren Fokus auf die Frage gelegt, wie wir die Strukturen in Lützerath zugänglich gestalten können für Menschen mit unterschiedlichen Körpern und körperlichen Möglichkeiten und haben gleich damit angefangen, Ideen umzusetzen. Ja, weil auch nicht alle Behinderungen sichtbar sind und auch nicht so offensichtlich ist, was irgendwie so die Schwierigkeiten sind und die Besonderheiten und was wir machen können, um es zugänglicher zu machen. Deshalb ist es gut, wenn wir das lernen. Es gibt auch Menschen, die haben einen Plan ausgearbeitet, wo Wege gebaut werden können für Rollifahrende, weil es sehr schwer zugänglich ist für Menschen im Rolli. Am Paulahof hat es ein Hoffest gegeben, wo es unter anderem Kaffee und Kuchen gab. Es wurde ein Soli-Foto für Eleni gemacht. Mehr dazu erfahrt ihr auf den Social-Media-Accounts. Und es gab unter anderem auch Musik und Gedichte und sowas. As if we're living in dreams, we're closing our eyes and living in lies. Filmst du schon? Nee, Quatsch. Filmst du gerade? Ja. Das kommt in den Abspann.